Hallo ihr Lieben, was wäre besser zum Weihnachten als ein Kuchen, der alle Weihnachtsgeschmäcker kombiniert? Knusprige, würzige Kekse, eine cremige Karamellfüllung und Glühweingelee. Dieser Käsekuchen ohne Backen kombiniert alle diese Geschmäcker in diesem schönen Weihnachtskäsekuchen. In meinem Video heute zeige ich dir, wie du diesen leckeren Kuchen selber machen kannst. Also, los geht's! Um das leckere Glühweinkäsekuchen zu machen, brauchst du knusprige Kekse. Ich verwende heute meine Lieblingslebkuchen. Das sind solche knusprige Lebkuchen nach finnischer Art. Und wenn du dieses Rezept von mir noch nicht kennst, dann werde ich den für dich noch hier verlinken. Aber du könntest auch Spekulatiuskekse anstatt nehmen. Und für den Boden brauchen wir auch geschmolzene und abgekühlte Butter. Für den Creme brauchst du Frischkäse oder Mascarpone oder du kannst auch Quark nehmen, Schlagsahne, Karamell. Also ich verwende heute Karamell, weil ich gestern etwas gemacht habe und auch Karamell dafür gemacht habe und dachte, dass es einfach perfekt für diesen Käsekuchen passt. Du kannst auch gekauften Karamell nehmen, wenn du magst. Oder mein Rezept für den ganz einfachen Karamell findest du in der Videobeschreibung. Dann brauchst du für den Creme noch Gewürze. Ich verwende heute Vanille, Zimt und Ingwer. Das gibt den Käsekuchen so einen schönen weihnachtlichen Geschmack. Und weil dieser Käsekuchen ohne Backen ist, brauchen wir auch Geliermittel. Ich verwende dafür heute Gelatine, aber du könntest auch Agar-Agar anstatt nehmen. Und für den Glühweingeschmack sorgt bei mir heute so ein Winterpunsch. Wenn du magst, kannst du auch Glühwein nehmen. Die Zubereitung geht ganz schnell und als erstes werden wir den Keksboden zubereiten. Für den Keksboden müssen wir die Kekse zerkleinern und ich mache das einfach in einem Gefrierbeutel. Also ich gebe erst einen Teil von den Keksen in den Gefrierbeutel und zerkleinere sie mit einem Ausrollstab. Aber wenn du magst, kannst du sie auch in einem Mixer zerkleinern. Die zerkrümelten Kekse gibst du dann in eine große Schüssel. Dann kommt auch das geschmolzene Butter dazu und gut vermischen, so dass der Kekskrümel schön mit Butter bedeckt ist. So, am Ende sollte die Masse nicht zu trocken sein, aber auch nicht zu fettig. Und dann kannst du auch testen, indem du etwas von der Masse nimmst, es ganz fest zusammendrückst und wenn es zusammenhält, dann ist die Masse fertig. Und dann brauchen wir eine Backform. Also ich verwende heute einen Backrand mit Backpapier. Du kannst aber auch eine Backform anstatt nehmen, 20 cm Durchmesser. Und ich verwende auch heute so eine Tortenrandfolie, weil es mir später einfacher macht, den Kuchen aus der Form zu holen. Also jetzt gebe ich das Ganze in die Backform und drücke es ganz fest in die Backform, um den Boden zu formen. Den fertigen Boden stelle ich erst in den Kühlschrank für die Zeit, die ich für die Cremefüllung brauche. Bevor wir mit der Creme anfangen, werden wir erst die Gelatineblätter einweichen, weil wir die gleich auch brauchen. Also die Gelatineblätter in so ein tiefes Teller geben und mit kaltem Wasser bedecken. Da am besten nach Verpackungsanleitung machen, aber normalerweise braucht die Gelatine 10 bis 15 Minuten. Die Gelatine stelle ich jetzt zur Seite und werde den Creme zubereiten. Also erst Frischkäse in eine große Schüssel geben. Dann kommt auch Karamell dazu und die Gewürze. Und jetzt werde ich das Ganze mit dem Mixer mixen, ganz kurz, nur bis es vermischt ist.
Das geht wirklich ganz schnell und dann stelle ich das erst zur Seite und werde auch die Sahne steif schlagen, also fast steif, nicht ganz fest, sondern so, dass es schon fast steif wird. Die Sahne soll am Ende so weiche Form halten, aber nicht zu fest sein. Dann brauchen wir wieder den Schüssel und jetzt auch die Sahne dazugeben. Ich gebe erst ungefähr die Hälfte, mixe das kurz, gebe dann die Rest dazu und mixe so lange, bis alles schön vermischt ist. Zum Schluss mag ich das Ganze noch mit dem Spatel vermischen, so dass ich mir sicher sein kann, dass alles schön vermischt ist. Und an dieser Stelle würde ich dir auch empfehlen zu probieren. Also so, dass es süß genug ist. Aber wir müssen auch bedenken, dass der Keksboden süß ist und auch diese Glühweingelee süß ist. Also der Creme soll nicht zu süß sein, aber sollte schon eine Süße haben. Die Creme ist perfekt geworden. Es hat so eine richtig schöne Note von diesem Karamell. Es ist auch schön würzig und nicht zu süß, aber hier wirklich nach eigenem Geschmack machen. Und dann brauchen wir wieder die Gelatineblätter. Die sind schon in der Zeit schön weich geworden. Jetzt einfach so gut wie möglich das Wasser auspressen und auch abgießen. Ich habe mir auch schon Wasser aufgekocht und ich werde jetzt mit dem kochenden Wasser die Gelatine schmelzen. Also nur so viel Wasser dazugeben, bis die Gelatine vollständig geschmolzen ist. Wenn die Gelatine vollständig geschmolzen ist, nimmst du so ungefähr eine große Esslöffel von dem Creme und gibst zur Gelatine und vermischt das Ganze. So wird die Gelatinemischung nicht zu heiß für den Creme. So, und dann die Gelatine zum Creme geben. So, und richtig gut vermischen. Dann brauchen wir die Kruste aus dem Kühlschrank und den Creme auf diese Kekskruste gießen. Zum Schluss die Oberfläche glatt streichen und jetzt werde ich den Kuchen kalt stellen. Ich stelle den Kuchen am besten über Nacht kalt, aber mindestens 3 bis 4 Stunden und danach kannst du den Glühweingelee machen. Für die Glühweingelee die Gelatineblätter genauso wie bei dem Creme erst 15 Minuten einweichen lassen, danach das Wasser auspressen und mit heißem Wasser die Gelatineblätter schmelzen. Hier auch wichtig, nur so viel Wasser dazugeben, bis die Gelatine komplett geschmolzen ist. Dann gebe ich etwas von dem Fruchtpunsch dazu und vermische das alles. Und zum Schluss gebe ich das ganze Gelatinemischung zum Fruchtpunsch, vermische das kurz und dann gieße ich es ganz langsam auf dem Käsekuchen. Hier mag ich es so zu machen, weil dann kann ich mir sicher sein, dass die Masse nicht heiß ist und dass es die Cremefüllung nicht schmilzt. Und danach den Kuchen wieder kalt stellen. Ich habe den Kuchen für etwa 2 Stunden jetzt kalt gestellt. Ich habe jetzt auch schon mal geprüft. Die Gelee-Schicht ist auch schön fest geworden und jetzt werde ich noch ein paar Sachen für mein Deko vorbereiten. Beim Deko sage ich immer kreativ bleiben und einfach das machen, was dir gefällt. Also ich werde es heute etwas ausführlicher dekorieren, weil ich finde, dass zum Weihnachten darf es mal auch etwas schöner sein, aber hier kannst du auch dann schauen, wenn du es etwas dezenter magst, nicht mit so viel Deko, dann einfach anpassen. Erst werde ich für mein Deko weiße Schokolade klein hacken und auf dem Wasserbad schmelzen und danach schlage ich noch etwas Sahne mit etwas Zucker und Vanille steif. So, das braucht auch nicht viel Zeit, die Schokolade wird ganz schnell geschmolzen und das mit der Sahne geht auch ganz schnell. Und dann habe ich noch hier ein paar Sachen zum Deko. Ich habe solche Streuseldeko, einmal solche Sternchen und dann kleine Kugeln in verschiedenen Farben.
und auch meine Lebkuchen. Ich habe speziell für den Kuchen solche ganz kleine Schneeflöckchen gebacken und mit dem werde ich auch dekorieren. Aber erst hole ich jetzt den Kuchen aus dem Kühlschrank. So, das ist immer bei so einem Kuchen richtig spannend, wie ich ihn aus der Backform kriege. Also erst diese Backpapier lösen. So, ich sehe schon, dass bei mir irgendwo ja, so eine Stelle war, wo die Glühweingelee etwas durchgelaufen ist. Also ich hoffe, es sieht trotzdem gut aus. Also hier oben habe ich einen schönen Schicht. Ja, ich weiß nicht, was da passiert ist. Ich werde jetzt erst hier das leicht abmachen. Vielleicht war die Backform nicht ganz fest und dann öffne ich die Backform. Also weil ich diese Folie habe, kann ich die Backform oder theoretisch sollte es einfach sein, den Backform jetzt zu lösen. Ja, das geht. Ja, ich sehe schon, hier war die Stelle, man sieht das kaum, aber hier war es wahrscheinlich nicht ganz dicht. Ist nicht schlimm, sieht trotzdem gut aus. Jetzt brauche ich noch einen Teller für den Kuchen. So, also man vergisst immer irgendetwas. Und jetzt werde ich erst diese Backpapier entfernen. Also ich helfe mit dem Spatel nach. Ja, ich denke, man könnte hier einen etwas größeren Spatel nutzen, weil ich den Kuchen kaum bewegen kann mit diesem. So, aber das schaffen wir auch ohne. Und ich werde jetzt noch den Kuchen auf den Teller legen und erst danach dann diese Randfolie abmachen. Die Folie will jetzt etwas kleben bleiben, also ich werde doch mit dem Spatel erst den Rand lösen. Also ich glaube, die Geleeschicht ist noch nicht ganz so fest geworden, deswegen bleibt es leicht kleben. In dem Fall, dass du keine Folie verwendest, sondern nur den Tortenring, dann auch einfach erst mit dem Messer lösen. Und jetzt werde ich die Schokolade, also ich fange mit der Schokolade an und werde erst damit dekorieren und danach dann mit den anderen Deko-Sachen. Also die Schokolade gebe ich in einen Spritzbeutel. Dann ganz am Ende ein kleines Stück abschneiden. Und ich werde jetzt damit so einen Deko hier ganz am Rand machen. So, dann mache ich nicht so viel, nur so ein bisschen, so ein schönes Deko. Und dann habe ich noch ein zweites Spritzbeutel mit so einer Tülle. Und hier werde ich jetzt meine Sahne füllen. Und damit mache ich ein paar Sahnetupfer auf den Käsekuchen. Ich mag erst mit den großen Dekoteilen zu dekorieren, dann kann ich sehen, wie das Ganze aussieht. Und jetzt werde ich noch die kleine Lebkuchen draufsetzen. Also die setze ich dann da, wo ich diese Sahnehäubchen habe, so dass die leicht so abstehen. Und zum Schluss dekoriere ich noch mit den Streuseln. Also hier, wenn du merkst, dass es nicht haften bleibt, das kann sein, weil die Gelatineschicht so ist, dann einfach mit der Schokolade befestigen. Ihr Lieben, der Kuchen ist richtig schön geworden. Also genauso sieht Weihnachten in Finnland aus. Wir lieben solche Käsekuchen. Also in Finnland isst man tatsächlich öfter so einen No-Bake Cheesecake, also Käsekuchen ohne Backen. Bei uns gibt es nicht so viele gebackene Käsekuchen. Und zum Weihnachten serviert man ganz gerne so einen Glühwein-Käsekuchen. Auf Finnisch heißt dieser Käsekuchen Glögi juustokakku. Und ich finde, er kombiniert einfach alle beste Weihnachtsgeschmäcker. Die richtig knusprigen Lebkuchen mit den cremigen Füllung und diese schöne Glühwein-Gelee. Also für mich muss Weihnachten genauso schmecken. Und ich freue mich schon auf die
Kaffeetasse mit meinem Kuchen. Ich hoffe, dir hat mein Rezept gefallen und dass du diesen finnischen Klassiker zum Weihnachten testen werdest. Wenn dir das Rezept gefallen hat, vergiss nicht den Daumen nach oben zu geben und wenn du neu auf meinem Kanal bist, kannst du jetzt abonnieren, um keine neuen leckeren Rezepte zu verpassen. Danke, dass du dabei warst. Tschüss und bis zum nächsten Mal.